Der Pinder-Modus ist die neue Funktion in der TrapLink-App, mit der Sie aus Bildern Ihrer TOM-Geräte Meldungen erzeugen und Maßnahmen ableiten können. Der Pinder-Modus kann jederzeit über den großen schwarzen Button Neue Bilder zum Bewerten am oberen Bildschirmrand auf dem Dashboard aufgerufen werden. Vorab ist anzumerken, dass alle Bilder, die im Pinder-Modus landen, von einer künstlichen Intelligenz vorselektiert sind. Das bedeutet, dass die KI im Vorfeld versucht, alle Bilder, die irrelevant sind, herauszufiltern. Im Schlagfallen-Modus bedeutet das, dass Bilder, auf denen nur gespannte Schlagfallen und keine Tiere zu sehen sind, vorher schon herausgefiltert werden. Keine Sorge, es werden keine Bilder endgültig gelöscht. Alle Bilder sind jederzeit in der Historie auffindbar, was zu Dokumentationszwecken wichtig ist. Im Pinder-Modus geht es jedoch nur um das Ableiten von Maßnahmen. Deswegen werden hier nur relevante Bilder angezeigt. Da im Betriebsmodus Schlagfallen-Monitoring Bilder sowohl mit Infrarot als auch Weißlicht aufgenommen werden, können Bilder für diesen Gerätemodus sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe angezeigt werden. Im Pinder-Modus gibt es immer 3 Optionen, mit denen Sie das Bild bewerten können. Das gelbe Ausrufezeichen unten links steht für Warnung erzeugen oder unkritisch. Das rote X unten rechts steht für Maßnahme erzeugen oder kritisch. Der blaue Haken oben steht für alles in Ordnung, keine Meldung notwendig und keine Maßnahme oder Warnung notwendig. Der mittige, runde Pfeil holt das direkt davor bewertete Bild noch einmal zurück, um Korrekturen vorzunehmen. In unserem Beispiel haben wir ein Bild aus dem Speedbreak Schlagfallentunnel. Durch Antippen des Bilds können wir dieses vergrößern und auch genauer betrachten. Sie sehen, dass die linke Schlagfalle ausgelöst hat, ohne dass etwas gefangen wurde. Auf der rechten Seite hingegen sehen wir, dass in der Tat etwas, in dem Fall eine Stoffmaus, in der Falle steckt. In diesem Fall bewerten wir das Bild mit dem roten X, Maßnahme erforderlich, da wir etwas gefangen haben. Dementsprechend drücken wir den Knopf unten rechts. Alternativ können wir das Bild auch mit dem Daumen aus dem Bild nach rechts heraus wischen. In beiden Fällen kommen wir zu einem Menü, um eine kritische Meldung bzw. Maßnahme auszulösen. Jetzt können wir auswählen, um welche Art von Befall es sich handelt. Wir tippen also auf Maus, stellen den Schieberegler auf 1, können unten optional auch einen Kommentar hinterlassen und durch Klicken auf OK ist die Meldungserstellung abgeschlossen. Sobald wir diese kritische Meldung erzeugt haben, ändert sich der Status dieses Geräts in der Geräteübersicht zu ausgelöst. Wenn wir in die Detailansicht des Geräts wechseln, können wir im Meldungsreiter die eben erzeugte Meldung und das dazugehörige Bild sehen. Bei TOM-Geräten, die einen kritischen Status haben, werden alle danach erzeugten Bilder direkt in die Historie verschoben und landen nicht im Pinder-Modus, damit Sie nicht denselben Befall mehrfach bewerten müssen. Erst wenn der Befall vor Ort behoben ist, tauchen Bilder dieses Geräts wieder im Pinder-Modus auf. Im zweiten Beispiel ist auch wieder der Speedbreak Schlagfallentunnel zu sehen. Auch können wir wieder über die Zoom-Funktion den Zustand der Schlagfallen überprüfen. Hier sehen wir, dass in diesem Fall die rechte Schlagfalle korrekt gespannt ist und keinerlei Befall vorliegt. An der linken Schlagfalle sehen wir, dass sie ausgelöst hat. Aber auch hier liegt kein Befall vor. Es handelt sich also um eine Fehlauslösung. Auch für diesen Fall kann eine entsprechende Meldung bzw. in diesem Fall eine Warnung erstellt werden. Dafür drücken wir auf den Button unten links mit dem gelben Ausrufezeichen oder können alternativ von rechts nach links wischen. Es erscheint ein Menü mit verschiedenen Optionen. Aktivität wählen Sie aus, wenn am Tunneleingang ein Nagetier zu sehen wäre, welches den Tunnel aber nicht betreten hat. In diesem Fall ist es eine Fehlauslösung. Dementsprechend tippen wir auf Fehlauslösung und anschließend auf OK. Damit wurde die entsprechende Meldung für dieses Gerät generiert. Und auch in diesem Fall, sobald wir diese Meldung bzw. die Warnung erzeugt haben, können wir in unserer Statusübersicht sehen, dass für dieses Gerät eine Fehlauslösung gemeldet wurde. Wenn wir auf das entsprechende Gerät tippen und zur entsprechenden Meldung navigieren, sehen wir hier den Status Fehlauslösung.